Hallo zusammen! Mein heutiges Thema ist das Geschäftsführergehalt in Ihrer eigenen GmbH. Wonach bemessen Sie das? Auf gar keinen Fall am Gewinn, das ist nämlich der häufigste Fehler. Die richtigen Fragen dazu stellt mir heute Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater in Hamburg. So Thomas, dann frage ich doch gleich mal die erste Frage, nämlich, ja, wer legt denn das jetzt eigentlich fest? Wie hoch ist denn ein normales Geschäftsführergehalt? Kann man das so pauschal sagen? Nein, also eine pauschale Aussage, Jörg, gibt es nicht. Man kann eigentlich nur sagen, man muss sich immer am Fremdvergleich orientieren. Das heißt? Also, was würde ein fremder Dritter einem bei der Unternehmensgröße, dem Unternehmensumsatz und der Mitarbeiteranzahl für die Position als Geschäftsführer bezahlen? Daran sollte man sich orientieren. Okay, und das ist dann auch beim Finanzamt so hinterlegt? Also die erkennen das auch so an? Also grundsätzlich wirst du keine Probleme haben. Probleme hast du immer nur, wenn du dir ein zu hohes Gehalt bezahlst. Ja, okay, aber da will ich ja vielleicht irgendwann mal hinkommen. Also ich sage jetzt mal, ich fange an mit 30.000 Euro Gehalt und möchte irgendwann 60.000 Euro verdienen. Was muss ich denn da anstellen? Wie komme ich denn da hin? Also diese Gehaltserhöhung, das ist natürlich so eine Sache mit dem Fremdvergleich. Wer würde dich in welchen Zeitabschnitten von 30.000 auf 60.000 anheben bei gleicher Position? Denn du bist ja von Anfang an Geschäftsführer. Und wenn du auf der anderen Seite nach 2 Jahren immer noch Geschäftsführer bist und kriegst auf einmal das doppelte Gehalt, dann kommst du eigentlich in so einen Bereich der sogenannten verdeckten Gewinnausschüttung, weil es einem Fremdvergleich nicht standhält. Und die Gehaltssprünge, das sollten keine Sprünge sein, sondern so, wie es ein fremder Dritter auch machen würde. Okay, also wie ein normaler Chef im Grunde auch das Gehalt erhöhen würde. Aber nun ist doch ein Geschäftsführergehalt auch ein bisschen abhängig vom Gewinn des Unternehmens. Und wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, wo der Gewinn relativ schnell hoch ist, könnte ich doch als Geschäftsführer auch da hingehen und sagen, gut, dann mache ich es eben auch ein bisschen höher. Wenn du bei einem fremden Dritten arbeiten würdest, dann kann das ja sein, dass du hingehst, Mensch, ich mache viel Gewinn, zahl mir mehr Gehalt. Ob der Arbeitgeber das dann aber machen würde, das weiß ich nicht. Weil der eigentliche Zweck ist ja nicht für dich als Geschäftsführer Gewinne zu erwirtschaften, sondern für ihre Gesellschafter. Jetzt bist du natürlich beides. Du bist Gesellschafter und Geschäftsführer. Und da ist ja auch die erhöhte Anforderung an dich gestellt vom Finanzamt, dass du nicht einfach so dir nichts die ganzen Restgewinne absaugen kannst. Du müsstest dir höchstens dann eine Gewinnausschüttung verabreichen. Das ist ja erlaubt. Allerdings dann ohne natürlich Minderung der Körper- und Gewerbesteuer. Du hast irgendwelche Restgewinne, die schüttest du aus. Aber dein Gehalt kann nur ganz, ganz dosiert, wie es im Fremdvergleich üblich ist, steigen. Okay, gut zu wissen. Das Einzige, worüber man reden kann, ist ja über eine Tantieme-Vereinbarung. Die ist natürlich auch abhängig vom Basisgehalt, sollte nie mehr als 1/3 der Gesamtvergütung entsprechen, damit es auch da nicht zu einer übertriebenen Vergütung kommt. Wir haben ja auch manchmal die Situation, dass die Firma gar nicht mehr diese Gewinne abwirft. Man hat sich aber natürlich irgendwann mal ein Geschäftsführergehalt zugesagt. Jetzt erzeugt auf einmal dieses Geschäftsführergehalt noch mehr Verlust. Da ist es zum Beispiel umgekehrt. Man darf nicht einfach auf sein Gehalt verzichten. Der Arbeitgeber kommt ja dann auch nicht zu dir, also im Fremdvergleich, würde ja auch nicht zu dir kommen und sagen, ja, Mensch, Herr Lange, ich mache jetzt keine Gewinne mehr, verzichten Sie doch mal bitte auf Ihr Gehalt. Das ist das Umgekehrte. Ne? Dann würdest du sagen, wieso? Ich habe hier einen Vertrag über 30.000 Euro und die möchte ich haben. Wie ist denn das mit der betrieblichen Altersvorsorge als Geschäftsführergehalt? Wie läuft das? Also das ist so, der Gesellschafter, Geschäftsführer, von dem reden wir ja, von dieser Person, die ist nicht sozialversicherungspflichtig. Das heißt, die zahlt ja nicht in die Rente ein. Insoweit kann natürlich der Arbeitgeber, das ist ja die eigene GmbH, dir eine Pensionszusage machen. Du hast da die Unterstützungskasse und die Pensionsdirektzusage sind so die echten Zusagen des Arbeitgebers, also deiner eigenen GmbH an dich. Die sollte aber nicht mehr als 1/3 deines Jahresgehalts betragen. Wenn das Verhältnis der Pension viel zu hoch ist im Verhältnis zu deinem Festgehalt, dann wird das steuerlich nicht akzeptiert. Dann ist das eine verdeckte Gewinnausschüttung. Man redet dann von einer steuerlichen Überversorgung. Okay, also ich muss schon im Rahmen bleiben, damit das auch glaubwürdig bleibt? Ja. Natürlich. Gibt es beim Geschäftsführergehalt auch so Konfliktpotenzial innerhalb, sage ich mal, des Unternehmens, weil der Geschäftsführer vielleicht glaubt, für meine Arbeit brauche ich eigentlich mehr Geld und das Unternehmen durch den Gewinn gibt es auch her, aber das Unternehmen möchte das vielleicht nicht, also ist da eher Konfliktpotenzial vorhanden? Der eigentliche Arbeitgeber betrachtet ja nicht den eigenen Erfolg als Maßstab für den Geschäftsführer, sondern sieht ja, wie gesagt, die Aktionäre oder Gesellschafter auch dahinter und ist ja froh, dass er einen hohen Restgewinn hat und wird natürlich meistens versuchen, die Gehaltsbestandteile so niedrig wie möglich zu halten. Naja, okay. Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde mit meinem Unternehmen und sagen, Mensch, Herr Breit, ich bräuchte mal so einen Vorschlag,
Für einen Geschäftsführer, was soll der verdienen? Wie würdest du da rangehen? Wie würdest du das machen? Ich würde erstmal den Branchenvergleich mir angucken, würde mir angucken, wie viel Umsatz deine Firma macht, wie viele Mitarbeiter du hast. Dann gucke ich in den Branchenvergleich, was üblich ist. Da gibt es natürlich eine Range von bis. Da müssen wir uns deine Gewinnsituation angucken. Das ist alles nicht so ganz klar geregelt, aber das Finanzamt möchte üblicherweise 50% noch Restgewinn sehen. Ja. Also, wenn du 120.000 € Gehalt bekommst, dann möchten die eigentlich auch noch 120.000 € Restgewinn vor Steuern sehen. Von den 120.000 gehen natürlich noch Körper- und Gewerbesteuer ab. Aber so dieses Verhältnis müsste schon noch gewahrt sein. Also ich habe ja gelernt, seitdem ich mit dir hier sitze und auch immer die Fragen stelle und auch die Antworten dazu bekomme. Also im Steuerrecht ist vieles machbar. Man sollte aber unbedingt vorher immer drüber reden. Ne? Also so als Fazit, ein Geschäftsführergehalt liest sich erstmal gut, aber ist auch ein weiter Weg dahin. Ne? Das ist genau richtig, Jörg. Also beim Geschäftsführergehalt haben Sie gehört, strategische Ausrichtung, nicht am Gewinn festmachen und der Branchenvergleich. Daran kommen Sie nicht vorbei. Ja, was mir jetzt noch übrig bleibt zu sagen ist, abonnieren Sie meinen Kanal, damit wir uns wiedersehen können. Thanks for watching.